Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gottholz TV. Hier haben wir so was Komisches. Den Rubbel, Wubbel, Robbel, Bobbel, Bobbel, Hello! Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gottholz TV. Mein Name ist Sebastian und wir haben hier heute eine Poliermaschine von Milwaukee und zwar eine Weltneuheit, die stärkste Poliermaschine mit dem größten Schwingkreis, der Hammer. Und das gucken wir uns heute an. Heute ist mal ein ganz anderes Thema, Poliermaschine. Und ich muss sagen, da wäre ich so ohne weiteres erstmal gar nicht drauf gekommen, bis sie hier zu mir auf den Tisch gekommen ist. Nämlich, wir haben hier eine Weltneuheit. Und zwar haben wir hier eine Poliermaschine mit einer großen Besonderheit. Und zwar haben wir hier einen Schwingkreis von 21 mm. Normalerweise ist es so, bei 21 mm hast du in der Regel hier unten was anderes, nämlich nicht sowas, da hast du hier ein Kabel. Bei 21 mm mit der Power vor allem hast du hier ein Kabel. Milwaukee hat sich gedacht, ein Kabel braucht ja keiner. Und gerade bei einem Exzenter-Polierer wie dem hier macht es ja mega Sinn, eben kein Kabel zu haben. Denn was möchtest du am Lack nicht haben? Kratzer. Was möchtest du dementsprechend am Lack garantiert nicht haben? Das Kabel. Und dementsprechend hast du das Kabel immer hier über die Schulter hängen, dass es schön hier an dir runterhängt. Arbeitest dann so, kennst du das, diese verkrampfte Haltung, hier auch, dass du die Schulter ein bisschen hochziehst und dann hier rummachst und so? Nervig. Hier hast du ebenfalls kein Kabel mehr, sondern hast du einen Akku mit 21 mm Schwingkreis. Der Hammer, oder? Und apropos Akku, das Tolle ist, der Akku wurde hier gedreht. Normalerweise, ja, bei Vorgänger der Maschine war das auch noch so, mit 15 mm Schwingkreis, stand der Akku so. Auf die Art und Weise hast du natürlich hier unten viel mehr oder viel weniger Platz. Du musst jetzt schon mal aufpassen, dass du nicht hier so wieder runterkommst, ja, auf den Lack drauf oder auf dein Auto, auf dein Boot, Wohnwagen oder was auch immer. Jetzt hast du das Ganze hier gedreht und hast hier viel mehr Fläche, kannst viel eher arbeiten und das ist schon eine tolle Sache. Die Frage ist natürlich, was kostet sowas eigentlich? Eine Poliermaschine, die stärkste Poliermaschine, die wir so haben mit dem Akku, ja, 320 €. Also in etwa jetzt gerade eine Produkteinführung. Die ist wirklich nagelneu. Gibt es auf dem Markt noch nicht so lange. Deswegen schauen wir unten den ehrlichen Preisvergleich in die Videobeschreibung oder auf gottholz.de in den Shop, was sie jetzt aktuell kostet. Übrigens ein Hinweis, wir schreiben immer genau dieses Gerät in die Videobeschreibung rein, damit du nicht suchen musst. Das gibt ja immer auch andere Variationen hier und da und so weiter. Deswegen schau in die Videobeschreibung unter dem Video. Da findest du das aktuelle Angebot und den ehrlichen Preisvergleich. Und vor allem auch ein Angebot mit Akku, denn die 320 €, der aktuelle Preis zumindest zum Dreh des Videos, ist ohne Akku. Zu dem Gerät gibt es natürlich auch passendes Zubehör von Milwaukee. Es gibt hier die passenden Polierpasten, ja, hier von sehr grob bis entsprechend sehr fein, um es hoch zu polieren. Es gibt auch natürlich die passenden Schwämme, sagt man das so? Schwämme? Weiß ich gar nicht. Pads, Schwämme, Pads, ja. Hier gibt es die passenden Pads, die man entsprechend hier mit Klett drauf tun kann. Kannst du auch richtig machen. Und dann gibt es auch die Poliertücher. Aber lass uns das Gerät mal im Detail anschauen. Fangen wir mal hier unten an. Hier ist nochmal die Akkuaufnahme und das Ganze, wie gesagt, nicht so ausgeführt, sondern längs. Geht wunderbar rein. Dann haben wir hier den Hebel zum Abziehen bzw. zum Starten. Ich mache jetzt mal ohne Akku, damit es nicht losgeht. Hier einfach draufdrücken und dann haben wir hier auf der anderen Seite die Möglichkeit, auch das hier zu arretieren und dann ist es im Dauerlauf. Wenn ihr es jetzt lösen wollt, drauf und fertig. Dann haben wir hier die Möglichkeit der Geschwindigkeitsvorwahl, schön gerastert von 2400, 2700 und so weiter und so fort. Das Ganze geht hoch bis 4500 Schwingkreise. Das ist schon der Hammer, ja, das entsprechend so auch hoch drehen zu können. Das Ganze ist wunderbar hier gummiert, man kann es echt gut greifen. Also ihr seht ja auch, es rutscht mir auch nicht aus der Hand. Und dann habe ich hier einen wunderbaren Knauf, um hier wirklich das auch gut zu führen. Also nicht nur Druck auszuüben, ja, was man gar nicht unbedingt sollte wahrscheinlich beim Polieren, sondern um es wirklich ein gutes Handling zu haben und mit gut führen zu können. Ich kann es natürlich auch so anfassen, aber natürlich ist das hier so der Klassiker, dass man es hier entsprechend so führt. Ja, dann mehr haben wir hier auch in dem Gerät gar nicht dran. Ja, mehr ist es hier erstmal gar nicht. Also ich habe etwas gerade ein bisschen missverständlich gesagt, das sind nicht 4500 Schwingkreise, sondern das sind 4500 Umdrehungen. Was ich gerade gar nicht gezeigt habe, ist der Teller an sich hier ist aus Klett. Wir haben hier auf der anderen Seite auch Klett
und können das einfach hier so auftragen. Ja, so einfach geht das und schon habe ich es dran. Und schon kann ich lospolieren. Wollen wir den Tisch mal polieren? Ja, ohne Akku wird das nichts. Ist natürlich Spaß, ja. So funktioniert das schon mal gar nicht. Deswegen machen wir jetzt mal Folgendes. Wir haben ja noch unseren alten BMW aus unserer alten Live-Show. Und da werden wir einfach mal Folgendes machen. Wir werden da einfach mal mit der mittleren Politur, hier mit der gelben, einfach mal loslegen, ein paar Tropfen rauf machen und mal schauen, wie sich das Ganze anfühlt. Was haben wir gerade gemacht? Ihr kennt das doch, oder? Auftragen, polieren, auftragen, polieren. Auftragen, polieren. Jetzt aber mal Spaß beiseite. Was man vielleicht gar nicht so gut gesehen hat, was aber sehr wichtig ist, ist das Handling. Und zwar genau zwei Dinge. Erst einmal, wie gut hat man das Gerät eigentlich unter Kontrolle? Und zwar sehr gut. Man konnte wirklich wunderschön, sobald die auf Touren ist, beim Arbeiten ist, hat man gemerkt, man kann die wunderschön führen und man hat nicht das Gefühl, das wobbelt hier so in der Gegend rum und das funktioniert alles gar nicht. Das ist erstmal eine Angst, die man auch hat bei solchen Geräten. Und erst recht bei solchen starken Geräten wie dem, bei 21 mm Schwingkreis ist natürlich schon ordentlich, was da auch hier an Vibration passiert. Apropos Vibration, wir haben hier einen Anti-Vibrationsgriff auch, hier werden die Vibrationen nochmal gedämpft. Was aber noch viel wichtiger ist, ist Folgendes, dass die Drehzahl nicht absinkt, wenn man mal so ein bisschen drückt. Und wir haben es ein bisschen auch ausprobiert. Man muss wirklich ehrlicherweise sagen, wir haben es nicht extrem jetzt gedrückt. So, nochmal wirklich. Ich glaube, das könnten wir vielleicht nochmal nachreichen oder vielleicht nochmal testen, weiß ich nicht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr eigentlich von dem Gerät hier haltet, beziehungsweise was wir vielleicht damit noch testen sollten. Sollen wir vielleicht mal Tonis Auto damit polieren? Mal gucken. Nein, aber was ich also ausdrücken wollte, ist Folgendes. Du kannst drücken, aber die Drehzahl bleibt gleich. Das heißt, du hast wirklich eine sehr hohe Leistung, eine sehr hohe Drehzahl und kannst vielleicht auch mit anderen mit anderem Abrieb arbeiten. Ich habe ein bisschen gelesen, dass man da durchaus auch mal mit etwas höherem Druck arbeitet, aber ich sage ganz ehrlich, ich bin nicht der Ultra-Profi beim Thema Polieren, deswegen diejenigen, die sich noch besser auskennen, gerne unten in die Kommentare. Jedenfalls ist es so, dass wir auch beim Drücken die gleiche Umdrehung hatten und so würde ich sagen, haben wir echt hier ein Gerät mit sehr viel Power. 21 mm kannst du also relativ schnell arbeiten, vor allem auch große Flächen arbeiten. Es gibt das Gerät ja auch mit einem Schwingkreis, hier steht es auch 21 drauf, mit einem Schwingkreis von 15 mm. Ja, du kannst auch sagen, okay, du nimmst etwas kleineren, was aus meiner Sicht beim Auto auch ein bisschen besser funktionieren sollte, weil du dann eher einen kleineren Kreis hast, kommst eher so an die Ecken und Kanten. Weiß ich nicht. Da schreibt auch mal gerne eure Erfahrung, eure Meinung unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, denn das Thema Polieren, muss ich sagen, ich komme dem jetzt immer näher hier und erst recht, wenn man so ein tolles Gerät hat. Ja. Ich finde es super, dass Milwaukee gesagt hat, komm, jetzt machen wir ein richtig großes Gerät, einen richtig großen Wurf. Akku 21 mm, viel Power, typisch Milwaukee. Ja. Power, 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 so kennen wir sie. Euch sage ich jetzt viel Spaß beim Polieren und bis zum nächsten Mal.